Hey Leute, Hi. wir haben jetzt noch was gefunden. Eine alte Porzellanfabrik. Hier waren wir auch schon mal vor 2 Jahren. Gehen wir mal gucken. Also nach einem Eingang muss man hier nicht suchen. Das Ding steht offener wie ein Scheunentor. Ist natürlich mittlerweile auch schon gut zusammengefallen. Da schauen wir dann auch noch hin. Hier ist schon alles voll. Hier tropft es auch schön von der Decke. Wie gesagt, wir waren hier schon mal, haben damals lange nicht alles gesehen, was es hier gab. Das ist ein Riesenkomplex, also der ist wirklich riesengroß. Deswegen haben wir uns gedacht, wir gehen noch mal gucken, mal schauen, wie es nach den Jahren jetzt mittlerweile hier so aussieht. Das kannte ich auch noch gar nicht hier. Hier gibt es auf jeden Fall noch eine Menge zu sehen. Damals standen noch Maschinen drin, alte Porzellansachen. Hier ist alles oh, oh, das hat in den Nacken getropft. Da hinten hängt noch ein Kalender von 2014. Hier sind noch die alten Porzellanformen. Davon ist ja wirklich zu damaliger Zeit, wie ich hier war, oder wir zusammen hier waren mit meiner Frau, gab es, ich glaube, in dem Stockwerk drüber, wo wir dann nachher auch noch hingehen, war auch alles voll mit Porzellan, mit Geschirr. Hier kommen wir ja auch mal noch.
hinten ist zu. Da geht es nicht weiter. Müssen wir wieder zurück. Ja, hier sind teilweise noch die Sachen vorhanden. Oh, die Treppe ist auch vertrauenserweckend. Ach, das war eine Rührmaschine fürs Porzellan. Mal der Blick von oben. Hier noch ein Raum. Ja, hier ist eins offen. Ist immer wieder schön, sich solche Sachen anzusehen. Hier war das Lager. Liegt sogar noch da. Noch haufenweise. Haufenweise Säcke. Auch alles voll. Das ist schon wirklich Wahnsinn hier. Das ist einfach alles irgendwie zurückgelassen. Hier ist der ganze Boden. Alles voll mit diesem Pulver. Das haben wir damals auch gar nicht gesehen. Mal schauen, ob man das. Da oben steht noch der Aufzug. So, wir haben jetzt einen anderen Weg nach oben genommen. Alles voll mit Dokumenten. Der ganze Tisch. Hier waren die Brennöfen.
Alles voll mit Kartons. Kartons. Da ist der Riesenbrennofen. Hier haben sie anscheinend auch ja, mit Solarin gearbeitet. Hier sind überall Schienen. Da. Ein massives Ding. Allein diese Tür. Eine Riesenhalle. Hier gab es damals auf jeden Fall noch Sachen da hinten. Da gehen wir jetzt dann gleich hin und gucken mal, ob die Sachen noch vorhanden sind. Hier sind wir damals rein, durch diese Tür. Mal gucken, ob die Sachen von damals noch da sind oder ob schon alles kaputt ist. Hier ist der ganze Boden voll mit Schlamm. Ich weiß nicht, was das hier mal war. Auf jeden Fall dreht sich's. Aber vielleicht wurde in diesem Raum das Porzellan geprüft. Das wäre möglich. Ich sage, hier ist alles voll mit Schienen. Durch die ganze Halle Schienensystem. Das waren alles Gussformen. Ganz unterschiedliche Sachen. Hier. Und hier liegt alles voll mit den Formen. Da oben wird mal das Vorarbeiterbüro gewesen sein. Naja, hier hatten sie Langeweile. Das ist halt schade, dass das dann immer alles zerstört werden muss. Aber so ist das. Mich wundert es, dass nach so vielen Jahren, wie gesagt, 2,5 Jahre ist das her, wo wir hier waren. Und immer noch so viele Sachen. Auch die Geräusche hier. Hier tropft es überall, das Wasser. Es hört sich manchmal so an, als wenn hier irgendwo Schritte wären. Das ist schon interessant.
Mal gucken, ob man das so sieht. Da gehen wir dann aber auch gleich noch rein. Ich will noch mal gucken. Ob wir hier auch wirklich allein sind. Weil es klingt manchmal wirklich so, als wenn hier irgendwo sich noch jemand aufhalten würde. Da ist wieder so. Das kann ich euch gar nicht zeigen, das geht. Wahrscheinlich noch mal fast 3 Stockwerke nach oben. Jetzt schaut mal. Hier ist alles voll. Alles voll mit Formen. Da. Es geht bis hinter an die Wand so. Da auch. Hier haben sie Deckel. Wahrscheinlich von so kleinen Kaffeekännchen oder so oder Milchkännchen. Da, schaut euch das mal an. Das war wohl mal ein Formenlager. Also hier ist wirklich alles voll. Das ist unglaublich. Und die haben hier wirklich ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Da, schaut mal. Ist das ein Schaf? Ich glaube, das sollte mal ein Schaf sein. Hier kriegt man schon ein anderes Feeling hier drin. Wirklich, hier tropft überall das Wasser, überall von der Decke. Hier, da. Das tropft überall. Also das hört sich zwischendrin wirklich so an, als wenn hier irgendwo Schritte sind. Das waren nun mal die Bürogebäude, also die Büroräume, nicht Gebäude, wir sind immer noch im gleichen. Da mit Safe. Ja, angenehm riechen tut es hier nicht. Hier stinkt es wie nach Pisse. Aber wir wollen da mal noch ein Stockwerk hochgehen. Hier nebendran
steht noch ein Gebäude. Das gehört auch mit dazu. Das wird wahrscheinlich mal sowas wie ein Werksverkauf gewesen sein. Könnte ich mir vorstellen. Ja, hier liegen wieder Unterlagen. Aber ich bin da eigentlich auch nicht bei Unterlagen. Kommt aber drauf an. Manchmal guckt man. Hier sind wir wieder in der großen Halle. Gehen wir mal ein Stück zurück. Hier gibt es nämlich eine Treppe. Da gehen wir doch mal ein Stockwerk höher. Von 96 der Kalender. Ha, sowas hat man auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, es verfällt auf jeden Fall alles. Da ist dann das Nebengebäude. Hatten sie wieder Langeweile, haben sie das Zeug umgeschmissen. Nur am Randalieren. Eigentlich schade, eigentlich schade. Ja, hier ist wieder alles zerbühlt. Alles runtergeschmissen. Wieder duschen. So Leute, wir haben doch relativ viel gesehen. Wir gehen jetzt da wieder raus und dann sehen wir uns gleich nochmal. So, wir sind wieder raus. Da ist nochmal das Ding. Wir verabschieden uns und ich hoffe bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.